Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PW Review Kanal. Wir machen weiter mit unserer Serie über die preußische Kavallerie. Wir befinden uns jetzt in der Hochzeit des Deutschen Kaiserreichs und beschäftigen uns weiter mit den Kürassieren. Zu Gast sind wieder der Kürassier Heinrich und der Kürassier Olaf und die erklären uns, was man so im Zeitraum 1910 in etwa als Kürassier so für Uniformen getragen hat. Kürassiere zur Kaiserzeit waren eine Waffengattung der Kavallerie. In der Kavallerie selber gab es noch weitere, wie die Husaren, die Ulanen, die Dragoner und auch die erst um die Jahrhundertwende gegründeten oder neu aufgestellten Jäger-zu-Pferde-Regimenter. Insgesamt hatte die Kavallerie des Kaiserreichs zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 110 Regimenter. Von diesen 110 Regimenter gab es gerade mal 10 Kürassierregimenter. 1821 wurde das letzte Kürassierregiment gebildet in der preußischen Armee. Das war das Gardekürassierregiment, damals noch aus einem Garde-Ulanen-Regiment gebildet. Solche Umformungen waren, um den Zeichen der Zeit zu entsprechen, nicht selten. Die weitere Kavallerie wurde bis zum Ersten Weltkrieg hin weiterhin ausgebaut, immer weiter verstärkt. Das zählte nicht für die Kürassierregimenter, da war mit 10 Regimentern bis zum Ersten Weltkrieg Schluss. Die 10 Kürassierregimenter zur Kaiserzeit waren in 2 Garderegimenter und in 8 Linienregimentern aufgeteilt. Zum Beispiel gab es das Kürassierregiment Nummer 7, zu erkennen an der Abzeichenfarbe Zitronengelb, und das Leibkürassierregiment Nummer 1, auch ein Linienregiment, an der Abzeichenfarbe Schwarz. Die Nummerierung der Regimenter folgte der zeitlichen Aufstellung, das heißt die Gründungsjahre der Regimenter. Das Leibkürassierregiment Nummer 1 zum Beispiel ist das älteste Kavallerieregiment in der preußischen Armee mit einem Aufstellungsdatum von 1671. Nach dem Tode Wilhelm I. 1888 entwickelte sich die Kavallerie in Preußen immer mehr zu einer Einheitskavallerie. Einheitliche Bewaffnung war angesagt. Das fing an mit der Einführung der Lanze 1889 für alle Regimenter der preußischen Kavallerie. Später wurden auch die Kürassierdegen auf die Größe der Degen der anderen Waffengattungen gekürzt. Und spätestens um 1900 gab es auch eine einheitliche Verwendung für die gesamte preußische Kavallerie. Es gab zwar noch die uniformtechnischen Unterschiede, es gab auch noch kleine Unterschiede in der Größe der Pferde. Die Kürassiere hatten die größten Pferde und auch die von der Größe her größten Mannschaften. Die preußischen Kürassierregimenter hatten auch eine einheitliche Stärke von ca. 650 Mannschaften und natürlich auch den entsprechenden Pferden. Der Dienst in der preußischen Kavallerie dauerte 3 Jahre, im Gegensatz zur Infanterie, wo nur 2 Jahre gedient wurden. Diese 3 Jahre hatten hauptsächlich mit dem erhöhten Ausbildungsaufwand zu Pferde zu tun. Die Mannschaften aller Kavallerieregimenter, auch der Kürassiere, kamen häufig aus Bauernfamilien, denn die kannten Pferde schon von Kindesbeinen an. Das Offizierskorps der Kavallerie und insbesondere auch der Kürassiere und insbesondere der älteren Regimenter, der beiden Garderegimenter, Leibkürassiere, kam zu fast 90% aus dem Adel. Der Landadel stellte also bis 1910, bis in den Ersten Weltkrieg hinein, sehr große Teile des Offizierskorps der preußischen Kavallerie. In der Kaiserzeit waren die Anzugsarten stark reglementiert. Es gab für jeden Anlass eine verschiedene Uniform, die zu tragen war. Daran musste man sich auch strengstens halten. Grob kann man nennen, es gab die Dienstuniform, kleinen Dienst, großen Dienst, Parade. Es gibt noch ein paar Kuriositäten wie Kirchgang oder wenn man eine Denkmalseinweihung teilnehmen möchte oder an einem Pferderennen teilnehmen möchte, selbst nur als Zuschauer, musste dafür ein bestimmter Anzug getragen werden. Die Anzugsordnung, die wir hier sehen, zum Beispiel zu dem Offizier zu meiner Rechten, ist der Dienstanzug. Hierfür gab es verschiedene Möglichkeiten. Zum Dienstanzug konnte einmal der zweireihige Überrock getragen werden, sowohl als auch der Waffenrock, sowohl als auch der Koller, den ich trage. Bei dem Dienstanzug musste im Gegensatz zum kleinen Dienstanzug, der eine erleichterte Form darstellte, auf jeden Fall auch das Bandolier mit Kartusche und die Leibschärpe getragen werden. Wobei zum Überrock noch zu sagen ist, dass der Überrock eines der ältesten und am längsten getragenen Kleidungsstücke überhaupt in der preußischen Armee ist. Seinen Ursprung hat er schon in den Befreiungskriegen und wurde bis 1914 getragen. Das war auch die hauptsächlichste Uniform, in der man einen Offizier zu sehen bekam. Sowohl im Dienst als auch zu Hause trug der Offizier diesen Überrock. Es war also quasi der Jogginganzug des Offiziers bis 1914. Im Gegensatz zu seinem Namen Überrock wurde später dieser Rock nicht mehr über eine andere Uniform getragen und wurde somit wirklich zur leichten Bekleidung des Offiziers. Zu dem kleinen Rock, wenn man nicht beritten war, nicht zu Pferde unterwegs, durfte man auch anstatt dem schweren Pallasch auch einen kleineren Stichdegen tragen. Des Weiteren war freigestellt
eine Schirmmütze statt dem Helm zu tragen. An der Mütze sieht man auch die Reichskokarde über der Landeskokarde angebracht. Das wurde 1897 eingeführt zum 100-jährigen Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. Hier sehen wir einen Offizier des 1. Leibkürassierregimentes im Paradeanzug zu Fuß. Er trägt die Stulpenhandschuhe, er trägt Epauletten, er trägt nur zur Paradeuniform die Leibschärpe, eines der ältesten Kleidungsstücke des preußischen Offiziers und ein Zeichen der Offizierswürde, neben dem Portepee, was man hier am Kürassierdegen sieht. Das Leibkürassierregiment hatte wie 2 andere Regimenter auch eine besondere Auszeichnung erfahren, nämlich ein Brustschild, hier in der besonderen Ausführung für Offiziere mit dem emaillierten Adler. Des Weiteren gehört dazu der Helm in der speziellen Ausführung der Leibkürassiere. Speziell ist die Form der Schuppenkette. Später wurde auch ein extra nur dem Regiment vorbehaltener Adler eingeführt, ein fliegender Adler wie aus friedrichianischer Zeit. An diesem Helm sind auch besondere Kokarden, die eine besondere Form haben. Hier die preußische, auf der anderen Seite in der gleichen Form die sogenannte hessische Form, die Reichskokarde. Die Epauletten waren schon seit den Napoleonischen Kriegen ein Kennzeichen der Offiziere und gehörten ursprünglich zu jeder Uniform. Erst 1866 kam man darauf, dass solche Epauletten im Feld doch sehr leicht zu erkennen sind, auch sehr unhandlich sind. Und man hat Feldachselstücke eingeführt für den Felddienst. Für alle anderen Dienste blieben noch die Epauletten. 1888 wurden von Kaiser Friedrich III. Die Epauletten komplett für alle Regimenter in Preußen abgeschafft und ein Jahr später von seinem Sohn wieder eingeführt, aber nur noch zur Parade und zum Galaanzug getragen. Der Unterschied zwischen Mannschafts- und Offiziersuniform ist unter anderem an der Kollarborte. Die für Offiziere war in dem Falle vergoldet, mit Vorstößen in Regimentsfarbe, hier in diesem Falle schwarz. Ebenso vergoldet die Auflage des Bagnolets mit dem Hintergrund und den Vorstößen auch in schwarz. Die Farbe, ob Gold oder Silber, wie in meinem Fall, richtete sich nach der Knopffarbe. Goldene Knöpfe, goldene Borte, silberne Knöpfe, silberne Borte. Die Paradeschärpe war allerdings immer Silber. Die Feldbinde war auch immer Silber, allerdings die Farbe des Feldbindenschlosses richtete sich auch nach der Knopffarbe. Also wäre für dieses Regiment dann Gold. Zur Dienstuniform wurden die langen Stulpenstiefel getragen, Halbstulpenstiefel in dem Falle. Diese wurden 1867 für die Kürassierregimenter eingeführt und haben die Vollstulpen, die langen brandenburgischen Stiefel, die bis weit übers Knie reichten, ersetzt. Das Regiment der Garde du Corps hatte allerdings diese Stiefel schon 1863 eingeführt, als Versuch sozusagen. Zu diesen Stiefeln trug der Kürassieroffizier die Anschnallsporen mit einem besonderen Sporenleder, was auch nur für Kürassiere vorgeschrieben wurde, in der Form und Farbe mit den entsprechenden Kürassieroffiziertypischen gebrochenen Schwanenhalssporen. Hier ist ein Offizier eines anderen Kürassierregiments, des Kürassierregiments Nummer 4 von Driesen, stationiert in Münster in Westfalen im blauen Dienstanzug. Dies war der häufigste Anzug, den die Offiziere im Dienst trugen, während die Mannschaften den weißen Koller trugen. Zum Dienstanzug gehören statt der Epauletten, wie hier zu sehen, Schulterstücke, in dem Fall ohne Stern, das heißt im Rang eines Leutnants. Am Helm trägt er jetzt auch die gewölbte Schuppenkette, die alle Linienregimenter bis auf das Leibkürassierregiment trugen, und auch die normalen runden Kokarden, die alle Linienregimenter. Dazu trägt er die silberne Feldbinde mit einem silbernen Schloss, silbern wie die Knopffarbe. Die Knöpfe an diesem blauen Waffenrock sind sehr groß, größer als an den anderen Waffenröcken der anderen Waffengattungen und sind sehr flach. Auch die Mannschaften trugen einen blauen Waffenrock. Der unterscheidet sich in erster Linie durch die Kollarborte, die dort einfacher und gewebt ist und nicht aus Silberfäden gestickt, wie hier am Kragen und an den Aufschlägen zu erkennen. Ansonsten ist die Kollarborte genau wie am weißen Koller. Der Herr Leutnant trägt dazu braune Wildlederhandschuhe. Handschuhe gehörten für preußische Offiziere zu jedem Dienst, in unterschiedlichen Ausführungen. Offizier des Kürassierregiments Nummer 4 im Paradeanzug zu Pferd. 1888 wurde in Preußen der Kürass für den Feldgebrauch abgeschafft
und war fortan nur noch zu Paraden auf besonderen Befehl zu tragen und immer nur zu Pferde. Das ist die besondere Ausführung des Kürass für Offiziere. Der Kürass ist vernickelt, die Schuppenketten und die anderen Beschläge sind vergoldet. Hinten auf dem Rücken an der Befestigung der Schuppenketten sind versilberte Löwenköpfe zu sehen. Die Löwenköpfe waren neben dem vergoldeten Eichenlaub auf den Schließen des Kürasses ein Zeichen der Offiziere. Auch die Randeinfassung hatten in dieser Form nur Offiziere an ihrem Kürass. Zum Paradeanzug gehört weiterhin die Paradeschärpe, das Bandolier mit dem Kartuschkasten und besondere Epauletten, die etwas länger waren als die zum üblichen Dienst getragenen, damit sie an den Seiten des Kürass hervortreten. Auf dem Kopf trägt der Kürassier den Offiziershelm, wie er auch zu anderen Gelegenheiten von den Linienkürassieren getragen wurde. Linienadler und alle Beschläge wie für alle Linienregimenter gleich. Das ist ein Offizier, auch im Paradeanzug zu Pferde, allerdings in der Version für die kältere Jahreszeit, im Paletot. Der Paletot ist ein leichter Mantel, der nur den Offizieren vorbehalten war. Es gab noch einen schwereren Mantel aus festerem Tuch für noch kältere Tage. Der Kürass wird hier über dem Paletot getragen. Dieses wurde erst nach 1900 in der preußischen Armee eingeführt. Vorher trug man zu Paraden mit Mantel keinen Kürass, beziehungsweise im Felddienst den Kürass unter dem Mantel. Hintergrund der Einführung des Kürass über dem Paletot, über dem Mantel, könnte vielleicht sein, dass Kaiser Wilhelm II. Am 27. Januar Geburtstag hat und zu den Geburtstagsparaden anlässlich seines Jahrestages gerne seine Kürasse gesehen hat. Hier ist auch zu sehen die Befestigung der Ordensspange am Kürass, die an der linken Schließe befestigt wird. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in die Welt der Kavallerieoffiziere um 1910 gefallen. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Interesse an weiteren Videos zu den Kürassiereinheiten, vielleicht auch im Ersten Weltkrieg haben, schreibt das gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder im Namen aller und wünsche euch noch einen schönen Tag.